In verschiedenen Videos habe ich über die Literatursuche in Datenbanken erzählt. Hat man einmal die passende Literatur gefunden, so ist der nächste Schritt jeweils natürlich, sich die ganzen Artikel zu besorgen und zu lesen, bevor man sie zitiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zu den Forschungsartikeln zu kommen, ohne selber direkt dafür bezahlen zu müssen. Hier sind ein paar. Über die Bibliothek der eigenen Hochschule, die die Zeitschriften lizenziert hat. Wer bei uns nicht an der Uni studiert oder arbeitet, hat trotzdem die Möglichkeit, sich benötigte Literatur vor Ort herunterzuladen. Das heißt, man muss ein Bibliothekskonto eröffnen, bei uns vorbeikommen und sich an einen Computer setzen. Ist eine Zeitschrift nicht vorhanden, das heißt nicht lizenziert, besorgt einem die Bibliothek auch gerne eine Kopie des gewünschten Artikels. Das ist nicht in jedem Fall umsonst, aber dann immer noch günstiger, als die gewünschten Artikel selber zu kaufen. Über Google Scholar lassen sich Links zu Volltexten der Artikel finden. Browser-Erweiterungen wie Unpaywall helfen ebenfalls beim Auffinden der Artikel. Gerade bei kürzlich erschienenen Artikeln einfach den Corresponding Author anschreiben. Er oder sie freut sich über dein Interesse und sendet dir gerne die Arbeit. Auf forschenden Netzwerken wie ResearchGate kann man die Autorinnen ebenfalls kontaktieren und um eine Kopie des Artikels bitten. Ich habe recht gute Erfahrungen damit gemacht, Autorinnen direkt anzuschreiben. In 3 von 4 Fällen gelange ich so zum gewünschten Artikel. Das Repositorium der Universität überprüfen, an welcher die Autoren arbeiten. Dieser Publikationsweg ist als Green Open Access bekannt. Nach einer Embargofrist kann dort von den Autoren eine Kopie des Artikels veröffentlicht werden, zwar die akzeptierte Manuskriptversion, nicht das Verlags-PDF, aber der Inhalt ist ja der gleiche. Kürzlich las ich in einer Zeitung über eine Frau aus Kasachstan. Ohne es zu ahnen, hatte sie ihre künftige Lebensaufgabe entdeckt: allen Menschen Zugang zu Wissen zu verschaffen. Die Lösung für eines der größten Probleme der Wissenschaft. Denn bei Bezahlschranken geht es nicht nur um Fachartikel zur Neurowissenschaft. Es geht etwa auch um neueste Forschung zu Coronaviren oder Krebs. Jedes Jahr sterben fast 10 Millionen Menschen an Krebs, aber nur gut ein Viertel der Forschung ist ohne Paywall zugänglich. Aber nein, die Forschung zu Coronaviren war in den letzten 2 Jahren meistens frei zugänglich. Und was haben Personen, die an Krebs sterben, damit zu tun? So direkt eigentlich nichts. Natürlich braucht es ein Umdenken bei den Publikationsmodellen. Die steigenden Preise sind schon länger nicht mehr bezahlbar. Aber das Bestehlen von Verlagen und Autorinnen ist hier nicht die Lösung. Es ist nämlich nicht so, dass man anders keinen Zugang zu dem Wissen hat, wie ich hier ja gerade gezeigt habe. Nur allenfalls ist der Zugang etwas aufwendiger als ein paar Klicks im Internet. Ich habe bisher, soweit ich mich erinnern kann, 2-mal für einen Forschungsartikel bezahlt und nie diese illegale Plattform verwendet. Forscherinnen haben also durchaus eine Wahl. Beim Zugang zu den Forschungsartikeln und bei der Publikation, für welche man konsequent Open Access Journals nutzen könnte. Oder Preprint-Server. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.